Die nichtlineare Optik ist die moderne Erweiterung der Optik. Und die herkömmliche Optik, die könnten wir deswegen auch als lineare Optik bezeichnen. Die Behauptung ist also, dass in der linearen Optik, dass die lineare Optik einfarbig ist. Um das zu zeigen, habe ich hier ein kleines nettes Experiment aus unserer Hörsaalsammlung. Es besteht aus 3 Lasern, einem roten, einem grünen und einem blauen. Und jetzt kann ich hergehen und diese Laser auch noch über diese 3 Spiegelchen mischen. Zum Beispiel, indem ich den roten Laser abdecke, würde ich hier grün und blau mischen und es kommt dann so ein hellblau raus, also so ein Cyan würde man sagen. Dann kann ich den grünen zudecken, dann habe ich also rot und blau gemischt, das gibt ein Violett. Und jetzt kann ich noch den blauen abdecken, da mische ich dann rot mit grün und das gibt so einen gelben Farbton. Also, und wenn ich alle 3 mische, natürlich dann weiß. Das ist also ziemlich bunt. Warum sage ich dann trotzdem, dass das Licht einfarbig wäre, dass diese Art von Optik einfarbig ist? Jeder dieser 3 Laser schwingt bei genau einer definierten Frequenz. Ja, also der rote Laser bei 400 Terahertz ungefähr, der grüne Laser bei 500 und der blaue bei 750. Ich hätte auch die Wellenlängen zitieren können. Also das hier wären 0,4 Mikrometer, das hier 0,5 Mikrometer, ein halber Mikrometer und das hier 0,6 Mikrometer. Vielleicht wissen Sie aus der Schule, wenn Sie die Wellenlänge mit der Frequenz multiplizieren, dann kommt die Lichtgeschwindigkeit heraus. Der entscheidende Punkt ist, diese Laser schwingen bei genau einer Farbe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den roten Laser nehme und ich stelle ein Stück Glas rein, dann ist natürlich bekannt, dass das rote Licht rot bleibt. Genau dasselbe könnte ich mit dem blauen Licht machen und fällt blaues Licht rein, kommt auch wieder blaues Licht raus. Das ist Ihnen ganz geläufig. Das wird in der nichtlinearen Optik anders. Wenn Sie einen hinreichend starken, sagen wir roten Laser haben und ein geeignetes Material in geeigneter Art und Weise in diesen Lichtstrahl reinstellen, dann kann es sein, dass ein Teil des roten Lichtes tatsächlich in blaues Licht umgewandelt wird. In diesem Sinne wird es also bunt, wenn wir nichtlineare Optik betreiben. Schwieriger zu erklären ist, warum man von linear und nichtlinear spricht. Ja, aber auch das ist gar nicht so schwer zu erklären. Wir müssen uns anschauen, was das Licht mit den Elektronen in diesem Stück Glas macht. Das elektrische Feld des Laserstrahls lenkt die Elektronen aus ihrer Ruhelage heraus. Umso stärker das Licht ist, umso größer ist die Auslenkung. Das kennen Sie vielleicht von den Federexperimenten aus der Schulzeit. Je stärker Sie an diesem Federkraftmesser ziehen, desto stärker wird er ausgelenkt. Genauer gesagt, mit der doppelten Kraft wird er auch doppelt so weit ausgedehnt. Wenn Sie in einem Diagramm auf der x-Achse die Kraft auftragen und auf der y-Achse die entsprechende Ausdehnung, dann erhalten Sie eine Gerade. Dies entspricht einem linearen Zusammenhang zwischen der Kraft und der Ausdehnung der Feder. Das ist das berühmte Hooke'sche Gesetz. Die Auslenkung der Feder ist proportional zur Kraft. Wenn Sie jetzt aber zu stark an der Feder ziehen oder die Feder zu weit auslenken, dann gilt dieser Zusammenhang nicht mehr. Und genau das passiert mit den Elektronen in einem starken Laserfeld. Bei sehr hohen Lichtintensitäten führt eine sinusförmige Oszillation der Lichtschwingung nicht mehr zu einer sinusförmigen Bewegung der Elektronen. Das heißt, die Bewegung der Elektronen ist verzerrt, es kommt zu neuen Frequenzen und neue Farben entstehen. Die wichtigsten nichtlinearen Effekte, nun, das liegt im Auge des Betrachters. Je nachdem, wen Sie fragen, werden Sie unterschiedliche Antworten erhalten. Wir können uns ja einfach einmal 2 der wichtigsten Effekte im Labor anschauen, mit denen man neue Farben erzeugen kann. Ich möchte Ihnen die Frequenzverdopplung zeigen. Wir haben hier einen Laserstrahl bei 800 Nanometer mit dem bloßen Auge kaum zu sehen. Ich versuche mal den sichtbar zu machen, hier mit Flüssigstickstoff. Da kippe ich diesen Dampf über diesen Laserstrahl aus und hoffe, dass dieser Laserstrahl sichtbar wird.
bei 800 Nanometer. Das ist im nahen Infraroten. Und wir wollen diesen Laserstrahl Frequenz verdoppeln. Der Laserstrahl hier besteht, das sieht man ihm gar nicht an, aus ganz, ganz kurzen Pulsen. Entsprechend intensiv sind diese Pulse in ihrer Spitzenleistung. Und ich hatte gesagt, dass man ein geeignetes Material, hier diesen nichtlinearen Kristall, unter geeigneten Winkel, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, in den Strahl stellen muss. Und dann wird das Licht, das also hier mit 800 Nanometer hereinkommt, wird zum Teil umgewandelt in 400 Nanometer Licht. Ja, also 400 Nanometer hat die doppelte Frequenz wie das 800 Nanometer Licht. Um das schön sichtbar zu machen, haben wir hier einen speziellen Spiegel. Der ist so gebaut, dass er das 400 Nanometer Licht reflektiert, das sehen Sie hier, und den Rest des 800 Nanometer Lichts, also das 800 Nanometer Licht, das hier nicht umgewandelt worden ist in blaues Licht, der Rest, den sehen Sie hier auf diesem Schirm. Ich möchte Ihnen jetzt in einem zweiten Experiment den Effekt der Selbstphasenmodulation zeigen. Das funktioniert am besten, wenn wir höhere Lichtintensitäten verwenden. Dazu fokussiere ich den Laserstrahl mit diesem Hohlspiegel auf eine sehr kleine Fläche von wenigen Mikrometern. Dann können wir gleich mehrere nichtlineare Effekte beobachten. Zum einen erzeugen wir hier im Fokus des Laserstrahls ein Filament, also ein Plasma. Dies besteht vor allem aus Elektronen, die Folge der hohen Lichtintensität sind. Die hohen Feldstärken führen nun dazu, dass Elektronen aus den Luftmolekülen herausgelöst werden und ein Plasma bilden. Die Elektronen haben dann eine sehr hohe Energie und senden selbst Licht ab. Das können wir mit unserem Auge wahrnehmen. Die Elektronen werden aber weiterhin auch von dem elektrischen Feld des Laserstrahls bewegt und führen wieder eine nichtlineare Bewegung aus, die also zu einer Verzerrung der Bewegung der Elektronenbahn folgt, und damit entstehen neue Frequenzen und neue Farben. Das können wir hier sehr schön sehen, in der Erzeugung von roten, gelben und grünen Farben. Ein geläufiges, zugegebenermaßen etwas triviales Beispiel ist der grüne Laserpointer. Grüne Laserpointer sind beliebt, da das Auge auf das grüne Licht relativ empfindlich ist. Deswegen braucht man vergleichsweise wenig potenziell gefährliches Laserlicht, um einen gut sichtbaren Lichtzeiger zu produzieren. Leider gibt es keine grünen Laserdioden. Was man also macht, ist, dass man eine infrarote Laserdiode nimmt und einen nichtlinearen Kristall und damit eben dann Frequenzverdopplung betreibt, sodass man einen grünen Laserstrahl produziert hat. Wenn Sie das Internet nutzen, dann verlassen Sie sich auf die nichtlineare Optik. Die Daten werden in Glasfasern mit Lichtpulsen übertragen und diese Glasfasern umspannen die gesamte Erde. Bei der Übertragung oder bei der Ausbreitung der Lichtpulse kommt es aber auch zu nichtlinearen Effekten. Man kann mit einem herkömmlichen Mikroskop keine Strukturen erkennen, die deutlich kleiner sind als ungefähr ein halber Mikrometer. Wenn Sie jetzt ein Coronavirus anschauen, hat ungefähr eine Größe von 0,1 Mikrometer, also ein Zehntel Mikrometer. Und die berühmten Spikes auf seiner Oberfläche, die sind nur 0,01 Mikrometer groß. Das heißt also, mit einem herkömmlichen Mikroskop können Sie diese Strukturen nicht erkennen. Wenn Sie die nichtlineare Optik mit der Mikroskopie verbinden, und dafür gab es einen Nobelpreis 2014, dann ist es tatsächlich möglich, auch solche kleinen Strukturen von 0,01 Mikrometer oder 10 Nanometer Größe ungefähr zu erkennen.